Hallo, ihr wundervollen Menschen da draußen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik und die Deep Dives in die Lyrics, in die Visuals und die Melodien und alles, was uns noch dazu gehört. Und heute haben wir NF Friday. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, zumindest diejenigen, die mir schon ein bisschen folgen, ich durchbreche heute ein bisschen die Reihenfolge. Heute ist das Search dran und eigentlich in der Reihenfolge, die wir die NF Fridays machen, ist es noch gar nicht so weit. Aber lasst mich kurz erklären, warum. Noch ist meine Abonnenten- und Followerzahl relativ gering, gerade auch für die NF Fridays, und ich finde es relativ schade. Und heute so Search zu machen, ist quasi der Versuch, ein paar Leute mehr mit auf die Reise nehmen zu können. Und da mehr Leute erstmal nach Reactions von The Search und von Menschen und noch ein, zwei anderen gucken, dachte ich mir, okay, dann cheate ich ein bisschen und fange heute nochmal mit The Search an, damit mehr Leute die Möglichkeit haben, die Reise mit mir Woche für Woche zu machen, wenn ihr denn Lust drauf habt. Von daher, wenn du jetzt neu auf meinem Kanal bist, abonniere und schau gerne auch schon auf dem Kanal. Ich habe schon ein paar der Songs gemacht, auch das neue Album, weil ich selbst bin schon ein bisschen länger NF-Fan und habe mir aber gedacht, es gibt nicht so viele deutsche Channel, die auf NF reagieren und die psychologische Variante oder die psychologischen Insights bedienen. Und dann dachte ich mir, das mache ich, da habe ich Bock drauf und ich habe Bock, euch alle mitzunehmen. Von daher, gebt dem Video gern auch ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann gehen wir nach diesem Video wieder zurück zum ersten Album und machen dort weiter. Der nächste Song wird Wait sein. Genau. Jetzt aber rein in den Song. Los geht's. Und gebt NF natürlich ein Like, abonniert den Kanal, support the original content. Ne? Ganz klar. Hier können wir schon den Käfig im Hintergrund sehen von Outcast. Wir können den Portable-Käfig in Form des Einkaufswagens sehen und die Balloons, die für die Burdens stehen. Hey Nate, how's life? I don't know. It's alright. I've been dealing with some things like every human being and really didn't sleep much last night. I'm sorry. That's fine. I just think I need a little me time. I just think I need a little free time. A little break from the shows and the bus rides. Yeah. Last year I had a breakdown. Thoughts telling me I'm lost, getting too loud. Had to see a therapist and I found out something funny's going on up in my house. Yes. Wir machen mal hier schon Pause. Also, ein paar Sachen. Ein paar habe ich schon benannt. Für die mit NF schon vertraut sind. Der Käfig steht im Prinzip genau dafür dieses, ich sperre mich selbst ein, ich sperre mich von der Außenwelt weg, um mich selbst aber auch zu schützen, weil es mir zu viel ist. Ganz viele Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Aber da werden wir natürlich spezieller drauf eingehen, wenn wir dann auch zum Song Outcast kommen. Und wie ich lernen durfte, der Einkaufswagen steht quasi für den Käfig zum Mitnehmen. Ne? Also, wenn er unterwegs ist. Er spricht hier jetzt zum Beispiel auch er war auf Tour. Das heißt, der Käfig ist natürlich immer symbolisch in ihm, deswegen ist der halt auch immer mitnehmbar. Und die Balloons stehen für die ganzen Themen, für die ganzen Probleme, für die ganzen Ängste, Sorgen, Träger vielleicht auch, ne? Wenn wir hier von Trauma sprechen, die ihn immer begleiten. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was wir auch im Video sehen. Den ersten oder die ersten zwei, da am Rand kann man schon ein bisschen was sehen, weiß gekleideten Menschen, die auch Balloons mit sich tragen. Wir wissen inzwischen, weiß trägt Nate später auch in Hope oder Up Hope. Und das steht für Hoffnung. Von daher können wir davon ausgehen, dass die Menschen, die hier in Weiß rumlaufen, natürlich trotzdem auch Themen haben. Wir haben alle Themen. Es gibt eigentlich niemanden, der keine hat. Aber zumindest sind es Menschen, die Hoffnung haben, die vielleicht sogar schon die ersten Themen abgebaut haben und nicht mehr ganz so in der Verzweiflung stecken, in der Angst, Überschwemmung von diesen ganzen Themen. So. Und wir haben hier auch den Part mit, ich musste zum Therapeuten gehen, weil durch die Tour ist alles ein bisschen schlimmer geworden, ein bisschen doller geworden. Und der Therapeut hat mir gesagt, something's funny is going up in my house. Und da kommen wir schon
zurück zu Menschen. Die Referenz. Nate hat ja die Menschen, dieses riesige Haus mit den verschiedenen Räumen, als Sinnbild für seinen Geist erbaut. Und dort hat jedes Gefühl, jedes Thema, jedes Lebensereignis seinen eigenen Raum bekommen. Und den widmet er sich. Und er geht auch immer wieder in Kontakt mit ihnen. Und ich glaube, damit haben wir erstmal ganz gut die Grundbasis gemacht von dem Song und wie Nate aufgestellt ist. Und natürlich, ne, wenn er jetzt auf Tour gewesen ist, dann ist das unglaublich anstrengend für ihn mit seinen Ängsten, mit den ganzen Themen, die ihn immer die ganze Zeit begleiten. Es kostet unglaublich viel Energie, selbst Menschen, die eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt sind und weniger Themen haben, die vielleicht mit Hoffnung schon unterwegs sind. Und für ihn kann es sogar eher triggernd sein, ständig auftreten, ständig die Menschen. Auf der einen Seite gibt es ihm Energie und Freude und Verbindung. Und auf der anderen Seite triggert es seine Ängste. Wir wissen, er hat OCD, also er hat mit Zwangsstörungen quasi zu tun, Zwangsgedanken. Und das wiederum ist eine unglaubliche Belastung, gerade mit Perfektionismus, der da immer wieder mit reinspielt natürlich in diesen ganzen Zwang. Ne? Die Tour muss laufen, die Songs müssen perfekt sein, mein Auftritt muss richtig gut sein, was brauchen wir, was brauchen die Leute und. Mind blow. So. Und allein das ist schon something funny that is going up in his house. So. Genau, aber genug gequatscht. Lasst uns weiterhören. Started thinking maybe I should move out. You know, pack my car, take a new route. Clean up my yard, get the noose out. Hang up my heart, let it air out. I've been searching. What does that mean, Nate? I've been learning. Grabbing my keepsakes, leaving my burdens. Well, I brought a few with me. I'm not perfect. Looking at the view like this concerns me. Picking up the cues, right? I'm quite nervous. Hating when I lose sight. Life gets blurry and things might hurt me. It's probably gonna be a long journey, but it's worth it though. Cold world out there, kids. Grab your coat. It's been a minute, I know. Now I'm back to Rome. Looking for the antidote to crack the code. Pretty vivid, I admit it, I'm in classic mode. The only pity given to me, but I can't condone. Talking down to me, I'ma have to crack your nose for cracking jokes. I'm looking for the map to hope. You seen it? Wir haben damit geendet, I'm looking for the map to hope. You've seen it. Das heißt, NF zeigt uns hier schon genau diesen Part, wo es hingeht. So, the search. Er ist auf dem Weg, die Karte für die Hoffnung zu suchen, zu finden. Und wir wissen, spätestens in dem Album Hope findet er sie. Und dort beginnt auch die Reise, wo er das Weiß trägt und nicht mehr Grau und Schwarz. Und jetzt ist er aber gerade genau auf diesem Weg. Und es beginnt eben genau damit ich habe die Schnauze voll. Ich möchte nicht mehr an diesem alten Punkt rumhängen, wo ich mich hilflos fühle, wo ich überschwemmt werde von diesen ganzen Emotionen, wo ich so sehr vereinnahmt bin von diesem ganzen Kontrollzwang-Ding in meinem Kopf und diesem Perfektionismus. Ich möchte jetzt endlich mal ein bisschen Hoffnung haben. Und vielleicht hat die Therapie ihn dazu ermuntert, auf diese Suche zu gehen. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist die Therapie schon Teil seiner Suche, die er gestartet hat. So, dass er dort auf der Suche ist. Genau. Und jetzt lasst uns nochmal weiterhören. Given to me, but I can't condone. Talking down to me, I'ma have to crack your nose for cracking jokes. I'm looking for the map to hope. You see that? They're making a whole lot of changes. Wrote a song about that, you should play it. I get scared when I walk on these stages. I look at the crowd and see so many faces. Yeah, that's when I start to get anxious. That's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my makeup and drown in self-hatred. Forget what I'm saying. Hier sind schon ein paar Sachen drin. Zum einen in den Visuals, in den Videos, haben wir hier diese Schaukel mit der da drauf liegenden Frau mit den ganzen Balloons. Und er macht dort Stop. Und ich weiß aus anderen Kommentaren, dass es die Theorie gibt, dass es sich hierbei um seine Mutter handelt, seine Verstorbene. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es eine Referenz zu dieser Schaukel in irgendeinem anderen Video gibt. Vielleicht so How Could You Leave Us? Da sagt mir gerne in den Comments Bescheid, woher ich das kennen könnte und ob ich da richtig liege. Und er sagt, wenn er auf die Bühne geht, dann beginnen die Ängste. Dann fängt es an, ne? Dann legt er sein Make-up auf, dieses Fake Smile. Und dann versucht er da irgendwie einfach durchzukommen. Aber dann werden die Ängste immer größer. Der Perfektionismus wird immer größer. Und das ist das, was ihn komplett überschwemmt. So. Und deswegen muss er auch mal Pause machen und jetzt nach der Tour auf Therapie quasi gehen und mal
wieder ein bisschen klarkommen. So, nachdem es in seiner Mansion anscheinend ein bisschen Chaos gibt. So. Und er erwähnt den Song Changes. Auch ein mega cooler Song. Gerne auf den Channel von NF gehen und euch den Song rauspicken. Mega cooler Song. Da kommen wir auf der Reise natürlich auch nochmal hin. Jetzt aktuell gibt es den Song aber noch nicht in meiner Liste. Aber er wird kommen. Und da geht es auch genau um diesen Struggle von, ich mache mich auf die Reise, ich mache mich auf den Weg mit Therapie, Suche nach Hoffnung, Veränderung. Ich möchte unbedingt Veränderung. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze alte Nummer. Und es ist unglaublich schwer. Das Gehirn will immer wieder zurück zu dem Alten, zu dem Vertrauten. Das, was es kennt, da, wo es irgendwie schon eine Strategie dafür hat, wie man damit umgeht. Selbst wenn es sich echt fies anfühlt und uns immer wieder in schwierige, traurige, wütende Situationen bringt, ist es das, was uns vertraut ist. Und deswegen ist es so schwer, das Gehirn davon zu überzeugen, etwas Neues zu machen, weil da kennt es sich nicht aus. Weiß es nicht, wie wir damit umgehen können, ob es dort irgendwelche neuen Gefahren gibt, die wir noch nicht kennen. Deswegen lieber beim Alten bleiben. Und daher sind Veränderungen so schwer. So, weiterhören. Where the beat go? Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, it'll pump my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons. I said don't touch it. Now y'all done it. I can be critical, never typical. Okay. Lasst uns die Pause machen. Und zwar, ich liebe diesen Part. Dieses Where'd the beat go? Wo ist der Beat hin? Und zack, kommt der Drop, auf den alle gewartet haben, wo alle schon wussten, er wird kommen. Und es einen einfach total überflutet, total Energie gibt und man einfach nur mitviben will und dann fast schon vergisst, bei den Lyrics überhaupt noch zuzuhören. Und das ist genau das, was NF kann, ne? Diese Melodien, diesen Beat und von diesem ganz ruhigen und ganz langsamen zu diesem absoluten Banger mit ganz viel Bass, mit diesen Instrumentals, mit den Streichern und all dem, ne, was es so episch macht, so filmmusikreif macht. Dass man eigentlich alles drumherum schon fast vergisst, weil man nur in dieser Melodie, in dieser Musik aufgeht. Zusätzlich zu den Visuals, die uns ganz viel Informationen liefern, ne? Wie die Leute in Weiß, die im Hintergrund rumlaufen, die Frau auf der Schaukel, die da ist, sein Wagen mit den Ballons und er, der da irgendwo in der Pampa durch die Gegend und so. Dass man schon fast vergisst, dass er überhaupt von einem echt wichtigen Thema so spricht. Und das ist das Schöne an NF, dass er uns immer so viel Realness gibt. Ne, dieses OCD, try to push my buttons. I said don't touch it. Now you're done it. Immer wieder diese Trigger, immer wieder diese Schleifen drehen, immer wieder ich will die Veränderung, ich will eigentlich was anderes machen und zack, da ist es schon wieder. Hallo. Und das geht uns tierisch auf den Keks. So. Und wir wollen einfach nur, dass es aufhört. Ja. Ein bisschen zurück. Ich muss schon wieder Pause machen. NF wird so oft als Wannabe Eminem compared, also verglichen. Und das ist ja das, was vielen weißen Rappern passiert. Ne, das ist das Erste. Ich meine, wir Menschen vergleichen immer alles mit allem. Wir suchen immer irgendwas, wo wir das schon herkennen und dann fangen wir an, das zu bewerten. Besser, gleich gut, schlechter. Und manchmal geht es nicht mal mehr darum, über die Leistung, sondern einfach nur, da ist noch so ein weißer Typ, aber es gibt halt nur den einen Eminem-Rap-Gott. Alles andere sind nur irgendwelche Klone, irgendwelche Wannabes, die nicht so gut drauf sind. Wir achten gar nicht mehr auf die eigentliche Qualität, auf das, was sie uns anzubieten haben. Und dieses, egal wie sehr du mich hatest, egal wie sehr du mich vergleichst und sagst, ach, du bist doch nur einer von denen, du kannst nicht
kannst nicht behaupten, dass es nicht doch irgendwas gibt, was dich reinzieht. Ob es jetzt nun genau das ist, immer wieder zu gucken, ja, ist immer noch genauso wie Eminem. Und dran zu bleiben, die Musik geil zu finden, den Beat geil zu finden, den Flow gut zu finden, das Thema gut zu finden. Such dir was aus bei NF. Die Videos gut zu finden. Irgendwas gibt es doch, was die Leute hält, selbst wenn sie sagen, ja, NF. Dieses I make you feel like you're in it. Und das ist es, was er kann. Über diese Realness, ne? Es ist ein Gesamtkunstwerk, was er da anbietet. Und ja, can't deny it. Swim in the kiddie pool. Waited, I've been thinking the cinematic is beautiful, man. I don't know if I'm making movies or music videos. Yeah, the sales can rise, doesn't mean much though when your health declines. See, we've all got something that we trapped inside that we try to suffocate, you know, hoping it dies. Try to hold it underwater, but it always survives. And it comes up out of nowhere like an evil surprise. And it hovers over you to tell you millions of lies. You don't relate to that? Must not be as crazy as I'm. The point I'm making is the mind is a powerful place, and what you feed it can affect you in a powerful way. It's pretty cool, right? Yeah, but it's not always safe. Just hang with me, this'll only take a moment, okay? Just think about it for a second. If you look at your face every day when you get up and think you'll never be great, you'll never be great. Not because you're not, but the hate will always find a way to cut you up and murder your faith. Richtigen Moment abgepasst. Ich liebe diesen Part auch in dem Song, ne? Ich erkläre dir mal kurz was. Dieser Moment von, ich würde gerne endlich mal diese ganzen Themen loswerden. Die gehen mir sowas von auf den Sack. Die sollen einfach weg sein. Ich möchte sie ertränken, ich möchte sie irgendwo ins tiefste Loch vergraben, ich möchte sie verbrennen, ich möchte sie, was auch immer. Hauptsache weg. Und wir machen irgendwas anderes, versuchen ganz viel Tolles, Positives zu machen und den ganzen Schnullifax. Und zack, irgendwas passiert und da sind sie wieder. Sie lassen sich nicht weg ignorieren, nicht wegmachen, nicht weghassen, was auch immer, so, sondern es wird immer zu dir gehören. Es ist deine Geschichte, die du erlebt hast. Das sind die Sachen, über die du dich angefangen hast zu identifizieren, darüber zu definieren, wer du bist, was dich ausmacht, wie du auf die Welt schaust, wie du auf dich selbst schaust. So, diese ganzen Themen sind ja schon auch ein Ausdruck dessen, wie du beschlossen hast, auf die Welt zu gucken, wie du sie bewertest, wo du deinen Fokus drauf legst. Und das wiederum passiert über das, was du früher erlebt hast. Und es gehört zu dir. Aber das, was passieren kann, ist, dass über Therapie die Relevanz immer weniger wird von diesen Geschichten und von diesen Triggern und das immer mehr nachlässt. Und irgendwann dich anfangen kannst, mit anderen Dingen zu identifizieren. Außer mit deiner Vergangenheit und mit dem, was dir mal passiert ist. So, dass du anfängst, die Dinge, die dir passieren, anders zu bewerten mit einem anderen Fokus. Vielleicht nicht mehr so negativ oder nicht mehr auf, bin ich hier das Opfer, sondern auf Gemeinsamkeit oder auf, was ist die Chance da drin? Also, dass sich diese kleinen Sachen anfangen zu switchen. Oder du einfach nur schneller bemerkst, da bin ich schon wieder in das Alte reingerutscht. Ich mache jetzt was anderes. Und das ist genau der Punkt, ne? Wenn ich daran glaube, dass ich diese alten Geschichten immer sein werde, dass ich nie da rauskommen kann, dass es immer so bleiben wird, dass die Menschen immer gefährlich sein werden und es keine andere Chance gibt, außer dass Leute mir was Böses wollen oder dass ich nicht gut genug bin oder. Wenn ich da drin bleibe, dann wird sich auch nichts verändern, weil der Fokus des Gehirns immer darauf ausgerichtet sein wird, diese Wahrheit überall zu finden, in dem, was ich wahrnehme, um sich selbst zu bestätigen. So funktioniert unser Gehirn. Alles andere, was dem widersprechen würde, lässt es gerne hinten runterfallen in unserer Wahrnehmung. Filtert das einfach raus und wir kriegen nicht mal mit, dass es das rausgefiltert hat. Das heißt, wir müssen uns ganz bewusst damit auseinandersetzen, was ziemlich fies ist, aber machbar ist. Wir müssen es halt ganz bewusst tun und uns bewusst dafür entscheiden und es muss immer wiederholt werden und nochmal neu und nochmal neu und nochmal neu und dann wird es immer leichter. Genau, weiterhören. Look at your face every day when you get up and think you'll never be great, you'll never be great. Not because you're not, but the hate will always find a way to cut you up and murder your faith. I've been developing, take a look at the benefits. Nothing to meddle with, I can never be delicate. My irrelevant, that depends how you measure it. Take a measurement to back it up and give me the evidence. Pretty evident, dependable can never be tentative. I'm a gentleman, depending on if I think you're genuine. Pretty elegant, but not afraid to tell you to get it. Proper etiquette, I keep it to myself when I celebrate. It's that time again. Better grab your balloons and invite your friends. Seatbelts back on, yeah, strap them in. Look at me, everybody, I'm smiling big. On a road right now that I can't predict. Tell me, tone that
head down, but I can't resist. Y'all know that sound, better raise your fist. The search begins, I'm back, so enjoy the trip. Bevor wir jetzt ins Ende gehen, eine Sache würde ich gerne noch sagen, ne? Dieses Look at me everybody, I'm smiling big. Und dann sieht man im Video, wie er einmal nochmal so richtig schön auf die Balloons haut. Und wir wissen ja, das Smile ist etwas, was er sich raufmalt, ne? Dieses Fake-Smile, was schon fast so ein bisschen wie Joker aussieht, vom Batman. Und im Prinzip dafür steht, dass er innerlich überhaupt nichts fühlt, was irgendwie ein Smile, ein Lächeln rechtfertigen würde. Aber er macht es für die da draußen, er macht es für den Schein. Weil es Leute gibt, die sagen, ey, ich kann das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr sehen, dass es dir so schlecht geht. Lächel doch mal, steht dir so gut, sieh doch mal die positiven Dinge und so weiter und so fort. Ne? Das ist das, was man macht, das ist das, was die Leute sich von ihm wünschen. Da haben wir auch eine Therapy-Session, ne? Ich glaube, es ist das erste Mal, dass man dort das Lächeln sieht. Eine Therapy-Session, oder war das schon früher? Helft mir da gerne in den Kommentaren. Aber da wird es quasi das erste Mal erklärt, wo das herkommt. Dass Leute sagen, ach komm, mach doch mal ein bisschen Happy Rap. Lächel doch mal, wenn du auf die Bühne kommst, mach doch nicht immer so ein sour Face. Okay, und dann die Maske und dann das Lächeln drauf. Aber eigentlich gibt es überhaupt nichts zu lächeln, besonders nicht bei dem, worüber NF schreibt. So. Ja. Und deswegen Punch auf die Balloons. Weil eigentlich geht es immer noch um die scheiß Themen. Entschuldigt bitte das Fluchen. Um diese Themen, die eigentlich immer noch die ganze Zeit da sind. Und er hat die ganze Zeit dennoch versucht, dieses Lächeln aufzusetzen. Für euch, für uns, wobei nicht für uns, ne? Ich denke mal, die NF-Fans, die werden das nicht von ihm wollen und verlangen. Aber für einen Großteil von Menschen, die sagen, ah nee, NF ist mir zu schwer. Oh, der macht ja immer nur so traurige Sachen oder so schwierige Themen. Ich brauche auch mal was gute Laune macht und ein bisschen Vibe und so. Und ich meine, NF bietet uns auch sehr wohl auch sehr, sehr coole Songs, die nicht nur traurig sind. Und die für Themen, wobei er es auch immer wieder schafft, auch Tiefe mit reinzubringen, auch in seine Diss-Songs oder was auch immer. So. Aber ja, so, und jetzt lasst uns zu Ende gucken. Man kann auch hier sehen, ne, den Struggle, den Wagen zu schieben, wie anstrengend das ist. Die Balloons zerren hinten am Wagen rum. Der muss das über dieses unwegsame Land ziehen. So, mitten in der Pampa. Auf dem Weg, auf der Suche nach der Map to Hope. Ja. Das ist ganz schön, ne? Wir können da schon sehen, wie jemand mit Hoffnung ihm Kleidung in den Käfig legt, sozusagen, in seinen Wagen legt, für die Hoffnung. Das heißt, man kann hier schon sehen, wo seine Search hingeht. Ich meine, es wird ja nochmal weiter aufgegriffen in Leave Me Alone. Da kommen wir dann, wenn wir wieder mit der richtigen Reihenfolge unterwegs sind, auch irgendwann hin. Aber eigentlich ist das Video, was anschließt direkt hier an The Search. Und dort sehen wir ja auch quasi, wie er die ganze Zeit noch die Kleidung mit sich trägt, aber noch nicht anzieht. Das heißt, es gibt eigentlich zumindest schon so eine Andeutung von, da ist irgendwas, was er nehmen könnte, was er machen könnte, um mehr Richtung Hoffnung zu gehen. Und er trägt es mit sich herum, aber er trägt es noch nicht. Erst als er die Map to Hope findet, da macht er das. Und ja, es ist die Frage, ne? Ist die weiße Kleidung schon die Map to Hope, die er eigentlich dabei hat? Oder sind es zwei unterschiedliche Sachen? Die Kleidung, die er trägt, wenn er Hoffnung hat, und die kriegt er erst durch die Karte zur Hoffnung? Weil die Karte zur Hoffnung ist ja an sich noch nicht die Hoffnung an sich, sondern er ist ja immer noch auf der Suche.
Aber wahrscheinlich kommt allein die Hoffnung, schon die Hoffnung zu finden. Also wisst ihr, was ich meine? Dieses, durch die Karte, die er findet, kommt schon die Hoffnung zu finden. Ja, wie auch immer. Das war ein F mit The Search. Ein ganz, ganz wundervolles Lied. Wundervolles Video. Tolle Texte. Aber ihr wisst es alles. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal, um weitere Songs zu sehen. Aktiviert die Glocke, damit ihr das auch alles nicht verpasst. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut.